Herzlich willkommen, liebe Musikfreunde. Wenn du dich für Johann Sebastian Bach interessierst und wissen möchtest, wie ein moderner Komponist seinen Stil aufgreift und die Gedanken weiterdenkt, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Andreas Schmidt-Hartmann, ich bin Komponist und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Workshop für symmetrisches Komponieren. Auf YouTube gibt es eine Community von vielen Musikern, die sich intensiv über Negative Harmony austauschen. Und diesen Begriff Negative Harmony, den hat Jacob Collier geprägt, um zu beschreiben, dass man Akkorde, eine Akkordfolge, umkehren kann. Also in verschiedene Richtungen. Die Intervalle drehen sich um, also zum Beispiel in C-Moll diese hier. Könnte man jetzt auf der Dominanttonart G-Dur nach oben umkehren. Das klingt dann anders, eben durig. Mal kurz improvisiert. Also die Töne, die Konstellation der Intervalle drehen sich einfach um und werden an einer bestimmten Tonspiegelachse gedreht. Das ist aber im Grunde schon oder ein Teilgebiet des klassischen Kontrapunkts, der schon über 200, 300 und noch mehr Jahre alt ist, und weil ich mich dafür schon immer als Komponist sehr interessiere, habe ich mich nochmal auf Johann Sebastian Bach gestürzt, vielmehr auf sein Spätwerk, und da sind die berühmten 30 Goldberg-Variationen. Am Spätwerk erkennt man immer sozusagen das Kondensat, die ganze Lebenserfahrung in einem Werk gegossen, zusammengefasst, und das ist bei Bach diese kontrapunktische Stilistik. Und ich wünsche mir, dass dir das Video dabei hilft, oder diese Videos. Ich habe diese Bach-Reflection geschrieben, die Bezug nimmt auf die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach. Und ich wünsche mir, dass diese Videos dir dabei helfen, wenn du Musiker bist, Inspirationen bringen, wie man Töne umkehren kann, und die verschiedenen Spiegelmöglichkeiten, also diese symmetrische Kompositionsweise, genauer zu verstehen und vielleicht auch für dich zu implementieren. Darum viel Freude. Und wir starten gleich mal mit der ersten Variation aus meinen Bach-Reflection. Wir starten mit dem ersten Bach-Original aus den 14 Kanons, die er nach den Goldberg-Variationen geschrieben hat. Und dort hat er wohl gemerkt, dass diese 8 wunderbaren Fundamentaltöne noch einiges andere an kontrapunktischen Feinheiten aufweist. Und das hat der englische Kanal Gerubach oder Jerubach wunderbar aufbereitet, grafisch. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Man sieht, die gleichen 8 Töne vorwärts funktionieren auch rückwärts gleichzeitig. Lassen wir erstmal die Bach-Reflection symmetrisch sich aufrollen. Ich hatte so die Idee, dass man sich im Café der Komponisten wieder trifft, vielleicht im himmlischen Café, trinkt auch einen solchen und schaut auf die Musikgeschichte drauf. Und das könnte ja ganz sphärisch erstmal so klingen. Wie ist die Introduktion also aufgebaut in ihrem symmetrischen Kontrapunkt? In der linken Hand, den tiefen, schönen Basstönen, kommt das Original von Bach, auch in der Originaltonart G-Dur, nur eben in der Umkehrung. G, D, C, H, D, E, Fes,
Und wie bei der ersten Variation habe ich natürlich hier auch die gleiche Melodie, nur rückwärts. Aber, und jetzt kommt die Brechung sozusagen auch wie ein Bruch im Prisma auf den Blick der Musikgeschichte und mit der Dissonanz unseres Zeitgeistes um einen Halbton verschoben, nämlich auf Fis, Cis, H, B, Cis, S, F, Fis. Also rückwärts genau die gleiche Melodie wie vorwärts, nur um einen Halbton verschoben. Hier nochmal dargestellt. Zusammen klingen die ein bisschen dissonant, hier und da. Aber diese Dissonanz kann man mit einfachen Tricks der Harmonik leicht aufweichen, indem man also den Kontext, die Füllung zwischen dem Rahmenbedingungen, also oben und unten, folgendermaßen füllt. Wir haben G Major 7, 11, gefolgt von D-Moll, Sept, Non, dann einfach nur gerückt C-Moll, Sept, Non und H7, 9, dann ein schönes B Major 7 mit einem Terzbass D und ein einfaches artiges E-Moll 7 und noch so ein einfaches Fis-Moll 7 und am Ende schließt sich der Kreis mit dem G-Moll Major 7, 11 wie am Anfang. Wie vertieft sich nun diese symmetrische Denkweise in der Harmonik, in den symmetrischen Akkorden selbst? Schauen wir uns die rechte Hand an, mit den Akkorden, die ich gerade beschrieben habe. So sind die symmetrisch aufgebaut. Quarte, Sekunde, Quarte. Quarte, Terz, Quarte. Quarte, Terz, Quarte. Terz, Quarte, Terz. Quarte, Terz, Quarte. Terz, Quarte, Terz. Terz, Quarte, Terz. Und es schließt sich der Kreis mit dem ersten. Quarte, Sekunde, Quarte. Und wie das der Zufall manchmal will, stehen diese Intervallkonstellationen, also die Beziehung von Quarte und Terz, hier auch leicht symmetrisch zueinander, dergestalt, dass einfach sich die Quarten in Terzen jeweils umwandeln. Also was vorwärts in die eine Richtung geht, kann man auch rückwärts sehen. Wie pflanzt sich nun diese symmetrische Denkart auf der rhythmischen Ebene fort? Wir haben uns schon die melodische angeschaut, mit vorwärts und rückwärts den gleichen 8 Tönen. Dann die Harmonik mit symmetrischen Intervallkonstellationen. Und das Ganze kann man auch auf den Parameter der Rhythmik übertragen, indem man symmetrische Rhythmen hat, was sich im Schriftbild leichter erschließt als beim Hören. Wenn man aber darauf achtet, wie sich linke und rechte Hand ergänzen, hört man es. Ich demonstriere mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 und so weiter. Und es gibt dann eine rhythmische kleine Feinheit, die aber wichtig ist, denn wenn wir uns mit Bach im Café treffen, dann muss es wie ein Jazzpiano klingen und dann ist es geschaffelt, also auf Triolenbasis. Und es wäre dann rhythmisch ein bisschen anders. Fassen wir nun diese ganzen analytischen Feinheiten zu einem Gesamteindruck zusammen und ergänzen den auch noch um die farbige Variante der Noten. Man kann es konventionell ganz normal notieren, schwarz-weiß, aber es geht auch, indem man die
Töne in Farben übersetzt. Über das Farbkonzept werde ich euch im nächsten Teil berichten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da und abonniere den YouTube-Kanal von mir. Leite es auch gerne anderen interessierten Menschen weiter. Mein Name ist Andreas Schmidt-Hartmann und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen bei meinen nächsten Gefühlsgedanken über Musik. Denn Musik ist die universelle Sprache der Menschheit.